Nintendo Direct Februar. Ich bin gespannt, was sie uns zu sagen haben. Ich hoffe ja auf Zelda Breath of the Wild 2 und auf Mario Kart 2. Wahrscheinlich 2. 9. Gucken, was kriegen wir. Fire Emblem Warriors, okay. Leider gar keine Verbindung mit dem Game. Sagt mir leider, also ich kenne das Game, aber keine Verbindung. Habe ich nie gespielt, die Teile. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Fodland. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Okay, sieht wieder so Massengekloppe aus. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control of my fate? We shall fight. We shall survive. And we shall win a glorious future for Fodland. Ja, löst jetzt bei mir nicht so viel aus. War das Originalspiel nicht eigentlich ein richtiges RPG? Damit hat's Nintendo aber auch irgendwie, war irgendwelche alten Gaming-Reihen zu nehmen und daraus dann so ein Warrior-Massengekloppe-Teil draus zu machen. Aber gut, hat sicherlich seine Fanbase. I know you are prepared to do whatever that you must. Moin, Sensei. Hello everyone, I'm Shinya Takahashi and I'll be your guide for today's Nintendo Direct. Hört man alles gut, denke war. Moin, RZA. What you just saw was the trailer for the Müsste Fire eigentlich alles Emblem ganz gut hören, oder? Warriors Three Hopes game. We hope you'll look forward to a different story set in the same universe Ich will as Mario Fire Kart. Emblem Three Ich Houses. will Zelda. Let's see the first Bitte. batch of Nintendo Switch headlines. Bitte. Oh, ein neues Kirby. Aber da ist ja sowieso was in der Mache. Der Orange Star Nation, wer ist das? We've got more intel on the Advance Wars 1+2 reboot game. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right Ja, through was ist your das denn? plans. Another Sieht aus full wie ein campaign Handygame. awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast-forward gameplay and reset your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Okay, vielleicht maximal ganz nett. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto the Nintendo Switch System April 8th. Aber muss man sonst spielen und ja Nintendo Direct, also weiß ich nicht. Hat das so eine große Fanbase, dass das für eine Nintendo Direct so... An infinite universe. Ach, halt's Maul. No Man's Sky? In No Die Man's kriegen Sky, No Man's Sky auf die every Switch. star is the light of a distant sun, Halt die Fresse. each orbited by planets teeming with life. Okay, das ist sicherlich ganz nett für Switch-Only-Benutzer, die vielleicht bis jetzt noch kein No Man's Sky gespielt haben. Ist ja mittlerweile ein sehr, sehr gutes Spiel. Hat sich fantastisch entwickelt. Da haben sie wirklich noch sehr viel draus gemacht. Müsste man jetzt natürlich sehen, welche Features alle auf der Nintendo Switch auch zu finden You sind. must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Sieht jetzt aber grafisch gar nicht so schlecht aus. Sieht relativ basic aus. Pirates hunt unwary travelers. Also in Zeiten, wo No Man's Sky mit dem Umfang so gut auf einer Switch aussehen kann, frage ich mich halt, warum ein Pokémon das nicht schafft. Aber gut, es meckert auf hohem Niveau vielleicht. Ich hätte nur dieses Pokémon wirklich gerne in einer besseren Grafik gesehen, aber gut. Lässt sich drüber streiten. Aber ich so wie, guck mal, ey, du kriegst No Man's Sky auf die Switch mittlerweile. In einer anscheinend offensichtlich ziemlich guten Grafik. Das sagt mir auch was. Oha! Halt's Maul!
Nicht dein Ernst! Ist gekauft. Ist gekauft. Ist gekauft. Oh mein Gott, oha. Oh, leck mich am Arsch. Ich warte, darauf warte ich, seitdem ich 6, 7 bin. Oh mein Gott. Jetzt bitte macht keinen Scheiß und das ist nur Verarsche. Das ist... Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Ich bin gerade ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Ich bin gerade ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Oha. Komm schon. Mario Football, Alter. Mario Strikers Battle League. Ja gut, ist mir egal, wie es heißt. Nice. Ah, geil. Oh, das sieht übel geil aus. Oh ja, Mama. As well as by using tackles, items, and crushing special shots. Ja, ist gekauft. The main rule in this sport Perfekt. is to Bestes Spiel der rule Welt. the field. Try to score more goals than your opponents. There are 2 things to keep in mind that'll help you with your strategies. Das ist First, nice. Das the ist gear richtig you geil. equip. It Das changes ist not richtig only your geil. appearance, but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Jo, alles klar. Customize as you see fit. Second, the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Das sieht schon mega geil aus. But 2 goals. Up to 8 players, 4 players Wow, each team lol. can compete against each other on one Nintendo Switch system. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game Jawohl. club and compete for Ach placement in du the rankings. Scheiße. Up to 20 players Ich can kann join die the club. Turniere förmlich So hören, create Alter. Ich your kann own sie and sehen, ich invite kann sie hören, friends ich kann sie and family schmecken. to play alongside you. Ach Join du an existing one Scheiße. owned by other players. Try to become the world's top club. Alter, geil. Tackles and hyper strikes. Anything goes on. Wirf den Ball einfach, Bowser, aber so kenne ich ihn. Mario Strikers. Oh, Battle 10. League Juni ist launches noch ein on halbes Nintendo Jahr. Switch. June 10th. Der Sommer ist gerettet. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Oh, das ist so geil. Das ist wirklich eine The 10 von latest 10. iteration of the Mario Strikers series is coming to Nintendo Switch. We hope you're excited for this anything goes battle soccer game. Next, Ich danke euch, please Nintendo. take a look at this. Dafür hat sich die Direct schon mal gelohnt. Ist super, super gut. Also das ist wirklich mal geil. Was ist das? Sagt mir jetzt auch vom Aussehen nichts tatsächlich. Splatoon. Nicht euer Ernst. Ist Splatoon 3? Es ist Splatoon 3. Alter, was ist denn das für eine Nintendo? Was ist das denn für eine Nintendo Direct? Oha. Ich fand die ersten 2 Teile ganz cool. Ich weiß, das Spiel hat eine sehr große Fanbase. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es mir holen werde. Aber krass, dass jetzt auch ein 3. Teil kommt. Also wenn es Teil 3 ist und nicht irgendein Spin-Off oder so, aber ich gehe mal davon aus. Weil es wurde ja, glaube ich, schon vorher über Splatoon 3 auch stark spekuliert. Nice, nice, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und das auch ist cool, das könnte aber ein cooler Modus werden. Kann man wieder eine ganze Menge rausmachen, gerade im Online-Modus.
Die hauen ganz schöne Dinger raus gleich zum Anfang, wa? Also entweder hält sich das jetzt, ja, Splatoon 3, Salmon Run, perfekt. Also entweder hält sich das jetzt so über die Directs, oder sie geben uns erstmal schon so diese krassen Dinger, weil es eventuell über Zelda noch nicht viel zu sagen gibt. Aber wenn sie das Game dieses Jahr releasen wollen, werden sie demnächst einmal irgendwann was zeigen müssen, denke ich. Ja gut, Joris, aber da stand ja jetzt das Splatoon 3. Ja. Es ist tatsächlich ein komplett neuer Teil. Sommer 2022 erstmal. Ich habe da auch mal vage was gehört tatsächlich, dass das wohl auch schon im Umlauf war, dass es Teil 3 geben wird. Ich hoffe aber halt immer noch auf Mario Kart 9 und auf Zelda. Ich weiß nicht, wie realistisch Mario Kart 9 ist, keine Ahnung, aber eigentlich nach der langen Zeit. Aber vielleicht, gut, da wäre natürlich geil, wenn was kommen würde, muss aber nicht. Aber Zelda, wenn sie halt wenn sie ihren Zeitplan aufrechterhalten wollen. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. Okay. In this tactical RPG, ja gut, das ist dann... you'll pilot weaponized machines called Wanzers and lead your battalion to victory. Ja, das ist sowas, was mich auf einer Switch halt wirklich gar nicht juckt. Das scheint jetzt auch gerade das Rad nicht unbedingt neu zu erfinden. Ist das irgendein Reboot vielleicht? Oder ein Remaster oder von irgendeinem alten Game? Weil mit solchen Strategiespielen kannst du dich ja auf dem PC zuscheißen. Und das sieht jetzt weder besonders gut noch besonders innovativ aus. Aber gut, ich kenne das Game auch nicht. Ist von Square Enix, hat sicherlich auch eine Fanbase. Von daher, warum nicht? Ich hatte kurz Hoffnung, war. Ich hatte kurz Hoffnung, wo ich es gesehen habe. Und dann ist das so ein Disney-Dings. Ach, Digga. Moin, Bastian. Ja, siehst du, ist halt doch Teil 3. Also ist es halt so. Ich sag grad Mario Kart 9, aber ich hab schon bei den Dingern gesehen, okay, das ist es wahrscheinlich nicht. Es ist... Bruder! Niemand hat auf einen Disney Racer gewartet. Außer, ja gut, jetzt vielleicht die Kinder aus der Heutezeit. Ja, mag sein. Ich will aber Mario Kart 9 und nicht so ein... Also entweder machen sie es wegen so, yo, wir verarschen die Leute erstmal. Oder sie haben halt wirklich nur diesen. Aber er sieht gar nicht so schlecht aus. Er sieht tatsächlich sogar ganz cool aus. Wann kam Mario Kart 8, Alter? Das ist doch schon wieder... Junge, das Ding kam noch für die Wii, wa? Oder für die Wii U, besser gesagt. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Unleash the power of the Force in this classic Star Wars adventure. Okay, das ist cool. Das ist cool. Bin ein riesen Star Wars Fan, oder ob ich jetzt The Force Unleashed ist tatsächlich ein Spiel, was ich noch nie gespielt habe, weil es ja von Star Wars Legends ist ja nicht Kanon mit Starkiller. Ja gut, aber warum nicht mal, wenn man mal unterwegs ist und kann ich mal zwischendurch ein Star Wars Spiel nachholen, was ich noch nie gezockt habe auf der Switch? Boah, sehe ich mich irgendwie. Ja, erstmal gucken, wie viel es kostet. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin April 20, okay. on Nintendo eShop. Auch gar nicht mehr so lang. LOL! Natürlich, Grafik muss man... Also, wow. Jawohl. Es geht eigentlich. Es geht eigentlich. Sah jetzt irgendwie am Anfang schlimmer aus, als es eigentlich ist. Ist okay, ist okay. Das wäre vielleicht so ein Game, was ich mir kaufe, aber niemals spiele. Weil ich habe die alle schon hoch und runter gezockt, aber sie einfach auf der Switch zu haben, ist vielleicht ganz nett. Oh! Jetzt schon am 17. Lol. Strange incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit with parts to improve their power. Irgendwie kommen die Roboter mir bekannt vor. Kennen die irgendwoher? Online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Wie heißt denn das? Die Roboter kennt ihr irgendwoher. Two worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross kenne ich aber auch nur vom Namen her. Nintendo Switch system. One fateful day,
The protagonist, Surge, wanders into an alternate world. Das sieht ja richtig schlecht aus. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists here. Sieht sehr weird aus und What is wirklich this nicht gut. mysterious another world? Travel back and forth Aber es ist wahrscheinlich der Artstyle. Ich habe irgendwie das Gefühl, das soll auch ein bisschen so aussehen. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster. Like the ability to Also nichts gegen die Fanbase von dem Game, aber das sieht richtig aus wie eine Katastrophe. Ach du Scheiße. Ich dachte, Pokémon sieht scheiße aus. Ah, das ist doch bestimmt ein Game aus längst vergessenen Zeiten. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes Moin, and Flori. slashes its way onto Das Nintendo sieht Switch aber... April 7th. Also sicherlich wieder ein Game mit Fanbase, aber... Nee, das sieht ja aus, als wenn es jetzt gerade 1990 auf dem DS gekommen ist. Kirby! Mein alter Kindheitsfreund. Ja, das lobe ich mir. Ich habe so lange kein Kirby mehr gespielt. Wahnsinn. Böse Hunde! Oh nein, Kirby, friss sie! Okay, das ist schon cool. Ja, ist halt gekauft. Ist ja okay. Ihr könnt aufhören, Kirby zu zeigen. Ist es gekauft? Ist okay? Ist okay? Ist in Ordnung. Oh mein Gott. Takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. Oh, ich brauche das Spiel. To rescue the kidnapped Waddle Ganz Dees, schwierig. Kirby sets off Ganz on a new adventure. Ui. Es sieht auch wirklich gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Also für Kirby. Mouthful mode. Digga, einfach kurz Lamborghini geboren. Inhale a car to zoom around. Ja, es ist halt geil. A vending machine to attack with juice cans. Or become a piercing cone. LOL! With Mouthful mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Ah, die haben sich ja mal richtig Mühe gegeben bei der Innovation. Ich bin halt ein riesen Jump-and-Run-Fan. Und das sieht halt wirklich nach einem sehr, sehr guten Jump-and-Run aus. LOL. Unnormal. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. LOL. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Der Hammer ist meine Main-Waffe, definitiv. Kirby wird richtig, Digga, das sieht aus wie eine 20 von 20. Oha, das sieht ja richtig geil aus. Ach du Scheiße. Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on the Nintendo Switch. Oha, das ist schon am 25. März. Wusste ich gar nicht. Ist aber ein beschissenes, am 25. kam noch irgendwas raus. Ich glaube, Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo kommt auch raus. Oder Tokyo Ghostwire. Das PlayStation-exklusive Spiel. Das kommt auch am 25. glaube ich, am 25. März. Ungünstig. Nein. Nein. Sie bringen Baseball. That's right, Otani-san. Oh nein. Ich weiß nicht, ob spielt man sowas auf der Switch, wenn man es auf einer anderen Konsole in hübsch spielen kann. Ich meine, gut, klar ist das cool für Leute, die eben nur eine Switch haben. Sicherlich, dann können die auch mal in den Geschmack kommen.
where MLB The Show 22 Aber, is available. ja, sonst weiß ich nicht, ob ich sowas auf der Switch spielen würde, also ich auf jeden Fall nicht. On Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other Aber es ist cool, dass sie es consoles? anbieten. No need to worry. You can invite them and play online. Nice. Kommt auch schon am 5. April. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. Oh ja, na, ich hoffe mal, dass die Entwickler das auch gut angepasst haben auf die Switch. Das wäre schon sonst ungünstig. Collections are almost here. From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC. Every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Kingdom Hearts Integram Masterpiece for Cloud. Oh, das ist nicht schlecht. Das könnte ich vielleicht sogar meine, ja, um es nachzuholen nochmal, beziehungsweise ich habe dir die Teile großteilig gespielt, aber es ist ewig her. Will also be individually available on Nintendo eShop. Klonoa is coming Das to Vieh kenne ich doch Nintendo irgendwoher. Switch. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Die Figur sagt mir zwar was, aber in erster Linie dachte ich jetzt, sie gehört vielleicht zu einem anderen großen Franchise. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. Mhm, okay. Gut, kenne ich jetzt nicht, sei jetzt nicht so. Ja, ja, schon klar, dass du Kirby meinst. Das war mir klar. Come here often. Ah, Portal. Ah, auch nicht You're schlecht. in for a puzzling treat. Haut der Sound eigentlich hin, Flori? Auch wenn ich über den Typen drüber quatsche, versteht man mich? Oder schneidet sich das zu dolle, oder ist das zu leise? Create portals and warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes. And that part's no lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Companion Collection warps onto Nintendo Switch this year. Hat aber noch kein Release-Datum. A classic comes alive. Alles gut, ja? Alles klar, mehr wollte ich gar nicht wissen. Wenn es einigermaßen passt und man versteht, alles top. Ah, das kenne ich. Komm mal nicht auf den Namen. Ich wollte gerade sagen, hä? Nee, das ist dann nicht das, was ich dachte, was es ist. Nee, das ist tatsächlich nicht das, was ich dachte, was es ist. Nee, das ist nicht das, was ich dachte, was es ist. Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time Aber ich finde, das hat wieder was. Das sieht tatsächlich vom Arzt, es sieht ein bisschen aus wie ein Mobile-Handy-Game. Aber dafür ist die Switch ja fast bekannt, solche Spiele zu releasen. Sieht aber trotzdem tatsächlich sogar interessant aus. A Kung Fu master searches for a worthy successor. Lol. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day, a martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Sah ganz nett aus tatsächlich. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Ich habe die normale Switch. Ich hatte mir die Switch schon zu Release geholt und die OLED hat mir jetzt nicht den Anreiz gegeben, mir die OLED zu kaufen. So. Ich warte auf eine Pro-Variante der Switch. Oh! Nintendo Switch Sports. Please take a look. Cool! Here are the sports included in the Nintendo Switch Sports game. Aber ist es auch gut? You might recognize these three from past Wii Sports games. Ja gut, das kennt man ja, aber sieht gut aus, cool. Swinging the Joy-Con controller at the right time.
Bowling ist wieder mit dabei. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. Nice. Also, ich glaube, das werde ich mir auch holen. So. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Soccer. Fußball. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Lol, ist das für ein Riesentor? Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. Okay, sieht aber cool aus. Das mit Freunden zu spielen macht bestimmt auch Bock. To the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Ja, gut. Cool, aber glaube ich, das werde ich ja weniger verwenden. Oh, Badminton auch mega nice. Volleyball. Ja. Use a Joy-Con controller to serve, bump, set and spike the ball. Und das soll der immer so einfach erkennen, ja? Ich ahne Schlimmes. The game supports local play with family and friends on one. Es sind halt auch wirklich nur 6 Spiele, wie es aussieht. As well as online play across all sports. Oh, das ist cool. Kann also sich online auch mit anderen messen. Or opt for random matchmaking. Ja, okay, auch cool. The tougher the players you'll face. Try taking das ist schon geil. Das ist schon geil. Ich hoffe jetzt einfach mal nur nicht, dass das Game dann irgendwie 60, 70, 80 Euro kostet. Wahrscheinlich 60 Euro. Das finde ich halt schon ziemlich hart. Ja, wie Sports Resort, genau, da war ja hier dieses Ding. Sport Resort habe ich auch so lange gespielt. Schade, dass kein Fahrradfahren oder so mit dabei ist, ne? Hätten sie auch keinen aus der Zacke, aus der Zacken gekront. Aus der Zacken gekront. Wenn sie mal 10 Sportarten so genommen hätten. Tischtennis hätte ich noch gefeiert. Fahrradfahren hätte ich noch gefeiert. Zumindest die beiden vielleicht noch. Bogenschießen war eigentlich auch immer cool. Oder mal sowas wie Dart, weißt du, so, das gibt's ja auch nicht. Hätte man auch spielen können, sicherlich. We're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? It's Koizumi to serve, with Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block. Wie motiviert der aussieht, ja? Ich dachte schon, es ist live. A setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes, but it goes right toward the opponent. Es sieht schon spaßig aus. Now's their chance. They get the ball. Das kann man sicherlich mal mit Freunden zusammenspielen, online zocken. Und wenn man Kinder hat mit den Kindern, dann macht das bestimmt eine Menge Spaß. Also mich catcht sowas, ich mag aber allgemein Sportspiele. Boxen, genau, Boxen wäre auch noch mega geil gewesen. Ja, darum, also ich hätte es gern, aber wenn das Spiel halt 60, 70 Euro oder so kostet, wovon man ja bei Nintendo fast ausgehen muss, weiß ich nicht, ob ich so viel Geld dann bezahlen würde. 29. April, sie schreiben halt immer nie einen Preis dazu. Es sieht schon cool aus, aber es ist halt 60 Euro, also wenn es 60 Euro kostet, ne? So, wenn sie es für 30, 40 Euro releasen würden, wäre das schon Maximalpreis, würde ich denken, aber es ist halt Nintendo, ne? Wo Spiele irgendwie noch nach 10 Jahren 60 Euro kosten. Hä? Golf to be added this for... Ah, guck mal! Golf wird noch im Herbst dazu... Oh, dann wird vielleicht tatsächlich auch noch um andere Sportarten erweitert. Dann ist wieder geil. Golf kommt sogar noch dieses Jahr. Vielleicht ja dann später auch Fahrradfahren, Bogenschießen, etc. Schwimmen vielleicht auch. We'd definitely like to ask for your help with this. The online playtest will only be available for players with an active Nintendo Switch Online membership on the dates shown on screen. Cool, kann man jetzt sogar testen am 18. bis 20. Website for more details. Thank you. Ja, okay, da werde ich sicherlich mal testen, werde ich sicherlich streamen. Weil das ist, das könnte sehr, sehr interessant werden. Ja, so lange habt ihr nicht mehr, war noch 10 Minuten. Und bis jetzt noch kein, ja okay, das ist wieder so ein Game, was mich gar nicht juckt.
Auch kein Zelda Breath of the Wild 2. Also, sie haben schon krasse Games auch mit released, unter anderem heute, aber... Was ist das denn? A sacred town for taiko drums. You'll strive to become a taiko master, along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Donchen Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Okay, die Mucke ist natürlich, wenn du die aus deinem ganzen Lieblingsgame hast, ist schon geil, aber... Ja. When Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. Musst aber nochmal bezahlen. Okay. What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG game Triangle Strategy is almost here. The protagonist Sarah Noah and his allies will be engulfed in the conflict among das habe ich jetzt bei Golf gar nicht mitbekommen. Ich glaube, es ist free. And conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop later today. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits in the paid DLC, Cuphead, The Delicious Last Course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice Cuphead is a sieht new eigentlich auch playable übel character. gut aus, wa? Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, The Delicious Last Course, wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to the Metroid Dread game. Ach so, ein Update für Metroid. All it takes is one hit. Ich dachte, es kommt mal Metroid 4. This. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face this new challenge? And for players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. This free update launches later today. A second free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Ich glaube, ich darf mich von Mario Kart 9 und Zelda Breath of the Wild 2 für diese Direct verabschieden. Something's bound for Nintendo Switch. Da wird wohl nichts mehr kommen. Was zur Hölle? Sieht aus wie ein Unfall. The fuck? Was war das? Ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, das war's. Ah ne, man muss weiter mehr zu diesem Spiel zeigen, weil das so großartig aussieht. The fuck? Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online later today. Wow, danke. Cool. Ihr habt nur 5 Minuten, zeigt mal was.
Ja, ist ganz cool. Habe ich aber schon im PlayStation Plus durchgezockt. Auch cool. What did you think? Here's some news for Mario Kart fans. Many of you have been enjoying the Mario Kart 8 Deluxe game since its launch in 2017. So, we've been working on remastering select courses from across the Mario Kart series, and we'll be releasing them as paid downloadable content. Please take a look at this trailer. Habe ich gerade richtig verstanden? Remaster? Bitte lass... Ich habe mich verhört. Ich habe das falsch verstanden, oder? Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. DLC. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. Remastered von anderen. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Courses such as Coconut Mall. Also das ist eigentlich ist das cool. Also das ist wirklich geil, aber And Tokyo Blur will be included in the first wave. Of course, you can play these wieso hat man denn aber nicht, wenn man so viel Aufwand betreibt, wieso hat man nicht gleich ein Mario Kart Service Game draus gemacht oder ein neues Mario Kart? The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass will launch March 18th. Genau an meinem Geburtstag, lul. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Ist eigentlich cool, aber ich dachte eigentlich, ich krieg ein neues. Andererseits muss man sagen, naja, bei so vielen Kursen, die es dann gibt, man hat ja denn alles mit Mario Kart 8 Deluxe eigentlich. Aber so neue Innovationen, Erweiterungen vom Gameplay, irgendwas so, weiß ich nicht, wie ich das aufnehmen soll. Finde ich zum einen ganz cool, zum anderen... Ja, komisch. Ich bin sehr zwiegespalten gerade. Sehr, sehr zwiegespalten. Ja, ich will aus Zelda Breath of the Wild 2. Hätte man nicht irgendwas sagen können? Wer ist das? And living to fight. Sieht eigentlich tatsächlich gerade ganz cool aus. Okay. Ionios. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little to you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Sword march. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Okay, lol. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It will never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Also kein Zelda Breath of the Wild 2.
Keine Ankündigung. Na, mal gucken, ob es dieses Jahr wirklich erscheint. Xenoblade, okay, das ist cool. Xenoblade Chronicles habe ich die ersten Teile gespielt. Ich glaube, 2 gibt's ja. Ja, ist der 3., okay. Das ist ganz nett, tatsächlich. Allerdings, man vermutet ja schon, dass bei Zelda, dass es eventuell dieses Jahr nichts mehr wird, dass es sich verspätet. Und jetzt hat man auch nichts in der Nintendo Direct. Also gut, vielleicht kommt noch was, aber... The story of Xenoblade Chronicles 3 ties together the futures of the worlds depicted in Xenoblade Chronicles and Xenoblade Chronicles 2, and it will launch this September. I hope you'll look forward to it. Ja. That's all for today's Nintendo Direct. Naja, okay, kommt nichts mehr. Thank you for watching. Ja, das mit Zelda ist... mit Mario Kart ist so... Ist cool... Aber ich hatte... Dickes L in den Chat. Also also L steht ja für Lose. Weil viele... Ja, BOTW, ich seh's schon im Chat. Viele haben eher drauf predicted, dass wohl Breath of the Wild 2 irgendwas dazu gesagt wird. Viele haben da wahrscheinlich gehofft. Ich muss aber sagen, insgesamt war das eine gute Nintendo Direct. Ich meine, wir haben Xenoblade Chronicles 3, was an sich ein gutes Titel ist. Wir haben ein neues Mario Striker, Soccer, Football, wie man es auch immer nennen möchte. Ich glaube, das jetzt heißt Striker, ist auch cool. Wir haben ein neues Sportspiel mit Switch Sports, das sah auch ziemlich nice aus. Das neue Kirby sieht sehr, sehr interessant aus. Also wir hatten ja noch Splatoon 3. Wir hatten ja schon ein paar ziemlich krasse Dinger. Fortnite 2. Wir hatten ja schon ein paar ziemlich krasse Dinger, aber schwierig jetzt, aber schon ein bisschen schwierig. Ich weiß auch nicht, so, das war cool. Also ich fand's ganz nett. Allerdings, ich hätte mir Mario Kart 9 gewünscht. Ich meine, cool, das jetzt mit dem Update unter anderem ist ja... Richtig, so kann man Mario Kart mal wieder auskramen, man hat viele neue Titel, allerdings geht das ja jetzt auch bis ins Jahr, also bis Ende 2023, bis diese 6 Wellen von allen Strecken auch durch sind, ob man denn auch so lange permanent Mario Kart spielt und immer wieder die neuen Tracks, die man ja schon von alten Nintendo, von alten Mario Karts kennt, ob man da also so wirklich am Ball bleibt, weiß ich nicht, man muss nochmal $25 bezahlen für was man alles schon mal gesehen und gespielt hat. Es bedeutet auch keine neuen Gameplay-Mechaniken, keinerlei neue Innovationen. Es ist halt wirklich nur, es gibt ein paar neue Rennstrecken. Also was heißt neue, recycelte Rennstrecken, die man halt aus alten Mario-Teilen kennt. Mario Kart-Teilen. Ja. Ist sicherlich zum einen sehr cool gewesen. Zum anderen sicherlich aber auch im selben Maße ein bisschen enttäuschend. Aber mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich hoffe halt, dass Zelda trotzdem dieses Jahr kommt. Da muss man schauen, ob sie sich vielleicht das ganze Pulver für halt die 2-3 Monate vor Release aufheben und dann losschießen mit Breath of the Wild 2. Oder, ja, keine Ahnung, weil ich sag mal, diese Riesen-Franchises hat Nintendo eigentlich ja relativ viele. Ja, man hat sehr viele Mario-Titel, wo man von AAA spricht bei Nintendo. Wir haben unter anderem Zelda, wir haben Kirby, vielleicht noch sowas wie Donkey Kong oder sowas. Das heißt, die haben ja schon eine ganze Palette an krassen Games. Und wenn man jetzt mal Splatoon 3 sieht, Kirby sieht, Mario Striker sieht, Xenoblade Chronicles 3, wir kriegen neues Fire Emblem, was sicherlich auch große Fanbase hat. Die haben schon einiges an Pulver jetzt verschossen. Also jetzt hier, weiß ich nicht, so wie der Chat da bei Nintendo jetzt von F und L, das sehe ich nicht. Es war definitiv eine gute Nintendo Direct. Die können es halt nicht immer jedem recht machen. Müssen wir halt warten, was die nächste Nintendo Direct bringt. Aber ich würde behaupten, es wurden viele Spiele vorgestellt, die man in den nächsten Monaten zocken kann. Gut, Freunde. Dann war's das. Darauf haben wir alle gewartet auf das Game. Ich bin halt gespannt und dann sehen wir uns die Tage. Ich werde weiterhin noch Dying Light 2 zu Ende streamen. Das ist fast vorbei, das Projekt schon. Das Game ist fast durch. Dann kommt auch schon Horizon Forbidden West, dann kommt auch schon Elden Ring und dann kommt auch schon Ghostwire Tokyo. Das heißt, wir sind erstmal für die Zukunft verpflegt. Ich hoffe ja mal, dass irgendwann mal wieder ein schönes Multiplayer-Game kommt. Sollte sich was mal zur PlayStation 5 ergeben, werde ich dann
sehr wahrscheinlich nächste Woche mal noch ein Video dazu machen, beziehungsweise über die aktuelle Informationssituation der PlayStation 5, wie es da jetzt weitergeht. Denn das Frühjahrsloch, da befinden wir uns jetzt drin, das war aber angesagt von Sony, dass es eventuell auch erst im März weitergeht, was die Verkäufe angeht. Also Flori und die anderen, haut rein. Ich wünsche euch noch eine schöne gute Nacht und dann hören wir, beziehungsweise sehen wir uns bestimmt mal die Tage im Stream.